Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Deutschland schafft sich ab. Die Bilanz nach 15 Jahren von Thilo Sarrazin ist eine überarbeitete Rückschau auf eines der meistdiskutierten Sachbücher des 21. Jahrhunderts, das ursprünglich im Jahr 2010 erschien. Sarrazin, ehemaliger Berliner Finanzsenator und Bundesbankvorstand, löste damals eine landesweite Debatte aus, indem er die Herausforderungen rund um Migration, Integration und die demografische Entwicklung Deutschlands scharf thematisierte. In dieser aktualisierten Ausgabe zieht Sarrazin Bilanz. Was ist aus seinen Prognosen geworden? Wie haben sich Gesellschaft, Wirtschaft und Politik seitdem entwickelt? Und welche Lehren lassen sich ziehen? Das Buch arbeitet mit einer Fülle an Daten, Statistiken und Beobachtungen und ordnet die theoretischen Annahmen von 2010 in den aktuellen Kontext ein. Kritisch, provokant und faktenorientiert hinterfragt Sarrazin weiterhin gesellschaftliche Narrative und fordert zum Nachdenken über Deutschlands Zukunft heraus. Für Leserinnen und Leser, die sich für tiefgreifende Analysen und kontroverse Diskurse interessieren, bietet dieses Buch eine umfassende und pointierte Gesamtbewertung der vergangenen 15 Jahre im Zeichen der Zuwanderung und Integrationspolitik. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Demografische Entwicklung und Migration. Sarrazin betont die entscheidende Bedeutung der demografischen Entwicklung für die Zukunft Deutschlands. Er analysiert detailliert, wie sich die Bevölkerungsstruktur durch Geburtenrückgang, Überalterung und Einwanderung verändert hat und wirft die Frage auf, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen diese Umwälzungen mit sich bringen. Im Zentrum steht die These, dass die anhaltend niedrige Geburtenrate unter deutschen Frauen einen gravierenden Bevölkerungsrückgang mit sich bringt. Während Einwanderung theoretisch dem Fachkräftemangel entgegenwirken könnte, problematisiert Sarrazin die Qualität der Zuwanderung, insbesondere hinsichtlich Bildungsstand und Integrationsfähigkeit. Der Autor untersucht statistische Daten, vergleicht Entwicklungen mit anderen westlichen Ländern und lässt kritische Fragen zur Nachhaltigkeit der aktuellen Bevölkerungs- und Migrationspolitik aufkommen. Diese Analyse legt den Grundstein für weiterführende Überlegungen, wie Deutschland künftig seine demografischen und sozialen Herausforderungen bewältigen kann. Zweitens, die Integrationsdebatte. Erfolge und Missstände. Ein zentraler Themenstrang des Buches ist die kritische Betrachtung der Integrationspolitik der letzten 15 Jahre. Sarrazin nimmt sowohl staatliche Förderprogramme als auch die gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft unter die Lupe. Mithilfe von Beispielen und Statistiken zeigt er, wo Integrationsbemühungen Erfolge verzeichnen konnten, aber auch, wo Defizite weiter bestehen. Kritisch beurteilt er insbesondere die Bildungsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration von Migrantengruppen aus bestimmten Herkunftsländern, wobei er betont, dass die Herausforderungen unterschiedlich gelagert sind und sich auf längere Sicht in gesellschaftlicher Segregation äußern können. Die Folgen mangelnder Integration zeigen sich für Sarrazin nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in sozialen Spannungen, Parallelgesellschaften und einer schwächeren Identifikation mit dem gesellschaftlichen Konsens. Diese Einschätzung führt zu der Frage, wie Integration verstärkt und nachhaltiger gestaltet werden kann, um eine stabile gesellschaftliche Basis für die Zukunft zu schaffen. Drittens. Bildung und ihre Rolle im Integrationsprozess. Für Sarrazin ist Bildung das zentrale Schlüsselelement für gelingende Integration. Er argumentiert, dass der Zugang zu hochwertiger Bildung und die Fähigkeit, diese Chancen zu nutzen, viel stärker über den Erfolg von Zugewanderten und deren Nachkommen entscheiden als reine Migrationspolitik. Das Buch widmet sich daher zahlreichen Analysen zum Schulsystem, zur schulischen Leistungsfähigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund und zu sozialen sowie kulturellen Faktoren, die Bildungsbeteiligung beeinflussen. Sarrazin mahnt an, dass trotz zahlreicher Maßnahmen weiterhin deutliche Rückstände bestehen, vor allem bei bestimmten Zuwanderergruppen. Er sieht hier ein Versäumnis der Politik, dem mit einer konsequenten Ausrichtung auf Leistungsprinzip und Förderung individueller Potenziale begegnet werden müsse. Die Bildungsdiskussion wird ergänzt durch die Frage,
wie gesellschaftliche Wertvorstellungen von Bildung und Leistungsbereitschaft weitervermittelt werden können. 4. Ökonomische Folgen der Migration. Ein weiteres zentrales Thema ist die Betrachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Migration. Sarrazin untersucht, wie sich Einwanderung auf den Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und das Wirtschaftswachstum auswirkt. Er analysiert genaue Daten zum Beschäftigungsgrad, zur Arbeitslosenquote und zur Inanspruchnahme sozialer Leistungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die wirtschaftlichen Vorteile häufig überschätzt würden, während die sozialen Folgekosten und Herausforderungen unterbeleuchtet blieben. Besonders problematisch sieht Sarrazin die Zuwanderung von wenig qualifizierten Arbeitskräften, die oft längerfristig auf öffentliche Unterstützung angewiesen seien und weniger zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts beitrügen. Er fordert deshalb eine gezielte Steuerung der Zuwanderung nach qualitativen Kriterien und eine bessere Anpassung der Integrationspolitik an die ökonomischen Realitäten. Schließlich gesellschaftlicher Zusammenhalt und kulturelle Identität. Sarrazin widmet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Frage nach der kulturellen Identität Deutschlands breiten Raum. Er argumentiert, dass Zuwanderung und demografische Veränderungen auch die kulturellen Grundlagen einer Gesellschaft beeinflussen. Im Buch wird kritisch reflektiert, wie sich Wertevorstellungen, Traditionen und das Wir-Gefühl in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft verändern. Sarrazin sieht dabei die Gefahr, dass zu viel Diversität und mangelnde Integration das gemeinsame Fundament schwächen und die Entstehung von Parallelgesellschaften fördern könnten. Mit provokativen Fragestellungen fordert er dazu auf, sich der Frage nach dem Selbstverständnis Deutschlands zu stellen, welche Werte und Traditionen erhalten werden sollen und wie eine gelungene Balance zwischen Offenheit und Bestandsschutz gefunden werden kann. Abschließend mahnt er eine ehrliche Debatte über Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftliche Verantwortung an. Zusammenfassend: Deutschland schafft sich ab. Die Bilanz nach 15 Jahren spricht all jene an, die sich kritisch und tiefgehend mit der Entwicklung Deutschlands im Kontext von Zuwanderung, Integration und Demografie auseinandersetzen möchten. Es richtet sich besonders an politisch Interessierte, Entscheidungsträger, Wissenschaftler sowie Bürgerinnen und Bürger, die gesellschaftliche Debatten nicht scheuen und komplexe Zusammenhänge verstehen wollen. Wer von den Ergebnissen und der Plausibilität politischer Entscheidungen überzeugt werden oder diese hinterfragen möchte, findet hier eine Fülle von Argumenten und Daten. Sarrazins Werk bietet nicht nur eine Rückschau auf 15 Jahre gesellschaftlicher Entwicklung, sondern liefert Denkanstöße für die Zukunft Deutschlands. Die Fähigkeit, kritisch zu reflektieren, Fakten zu analysieren und sich eine eigenständige Meinung zu bilden, wird durch die Lektüre nachhaltig gefördert. Wer dieses Buch kauft, erhält nicht nur eine pointierte, datenbasierte Analyse, sondern auch eine wichtige Diskussionsgrundlage, die in der heutigen Debatte um Migration und gesellschaftliche Identität weiterhin aktuell ist. Im Vergleich zu anderen Büchern setzt Sarrazin konsequent auf eine unaufgeregte Sprache und die Kraft der Argumente. Das Buch motiviert dazu, gesellschaftliche Herausforderungen mit kühlem Kopf, aber auch mit dem notwendigen Mut zur Selbstkritik anzugehen. Es verhilft dazu, Entwicklungen aus mehreren Blickwinkeln zu bewerten und trägt somit maßgeblich zur Meinungsbildung und demokratischen Debattenkultur bei. Besonders für Leser, die wissen wollen, wie sich gesellschaftliche Trends langfristig auswirken und welche politischen Weichenstellungen nötig sind, ist dieses Werk unentbehrlich. Wenn Sie unterstützen möchten, Thilo Sarrazin, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.